Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich bin zurück aus Wacken 2026. Es war eine wilde Fahrt, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja nicht weit von Wacken entfernt, was den Wohnort angeht. Wir sind gut hingekommen, nicht so gut zurückgekommen. Dazu erzähle ich euch noch mehr. Heute gibt es das erste Video einer ganzen Reihe Videos, die jetzt kommen. Ich muss Massen an Videomaterial, Massen an Fotos sortieren und gucken und werde euch die nächsten Tage auf jeden Fall noch mehr über die Tage in Wacken berichten, wie ich die Konzerte fand, wie es im Wacken United ist, wie meine Zeltnächte waren. Oh Gott, das war hart. Meine Füße sind völlig kaputt. Ich habe, glaube ich, 6 Blasen, 2 davon unter den Füßen an dem Übergang zum großen Zeh. Ich fühle mich wirklich wie gelähmt. Ich kann kaum noch laufen. Das ist so schmerzhaft. Ich habe keine Ahnung, was mit meinen Schuhen los war, die eigentlich mir treue Dienste erwiesen haben in den letzten Zeiten, die ich gerne trage, aber irgendwie wollten die mit dem warmen Wetter anscheinend nicht so wie ich. Auf jeden Fall habe ich extrem kaputte Füße und kaum geschlafen, viel Staub eingeatmet und viel Wasser in mein Käppi geschüttet, damit ich irgendwie diese Hitze überlebe. In den nächsten Tagen bekommt ihr da wirklich noch einen Tag-für-Tag-Bericht, wo ich euch darüber ein bisschen was erzähle, ein paar Videos zeige und halt ein paar Bilder. Heute geht es aber um das Hotshot Records Zelt. Und zwar gibt es ja Hotshot Records in Bremen. Die haben da einen stationären Laden, haben leider noch keinen Online-Shop, aber sind auf Festivals immer unterwegs. Und das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant, der Vinyl fürs Meet and Greet Zelt haben möchte oder wie auch immer. Ich habe mit Volker, dem Inhaber, ein kurzes Interview geführt und bin dann durch dieses Zelt gegangen und habe euch das ein bisschen gefilmt. Ich hoffe, ihr bekommt so ein bisschen einen Eindruck davon, was man dann da so erwerben kann. Und ich habe tatsächlich nichts gekauft diesmal an Vinyl, weil für mich jetzt nicht so richtig die Auswahl dabei war, wo ich sage, oh, hätte ich gern. Also es gab auch Kisten und solche Sachen, aber halt Sachen, die ich halt einfach schon habe. Und deswegen hat es sich nicht gelohnt für mich, da diesmal was mitzunehmen. Aber trotzdem für jeden, der halt bei den Bands, die diesmal da waren, irgendwie sagt, cool, ich habe ein Meet and Greet mit Feuerschwanz, was auch immer, wer da jetzt alles war, ich weiß es gar nicht genau bei den ganzen Bands, weil so viele diesmal musikalisch mich nicht interessiert haben, kann man sich da eine Scheibe holen und kann sich die vielleicht beim Meet and Greet unterzeichnen lassen. Ich finde es eine coole Sache. Das ist mein T-Shirt, was ich mir dieses Jahr geholt habe. Ist cool, es waren viele Motive schon ausverkauft. Ich war viel zu spät dran. Ich habe es tatsächlich am letzten Tag gemacht. Ja, ihr seht es, da sind die Bands. Meine Highlights waren ja tatsächlich In Flames. Arch Enemy habe ich nicht gesehen bezüglich Abreise so langsam. Dann Paradise Lost, ich sehe sie jetzt hier gar nicht. Wo sind Paradise Lost? Da sind Paradise Lost. Wegen Paradise Lost war ich natürlich da. Und ich werde euch berichten. Und jetzt gucken wir uns das Interview mit Volker von Hotshot Records an und dann den Durchgang durch das Zelt. Und ich hoffe, ihr bekommt einen kleinen Eindruck und ich hoffe, es gefällt euch. Und wer Bock hat, dann die nächsten Wacken-Videos zu sehen, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben fürs Video, gerne einen Kommentar. Los geht's, viel geredet, auf ins Hotshot Records Zelt. So, wir sind hier auf dem Wacken 2026 im Hotshot Records Zelt auf dem Wackengelände und ja, ich bin hier mit Volker, dem das Ganze gehört und der erzählt euch jetzt mal, wo sie herkommen und wie lange sie das Ganze schon machen. Moin, wir kommen aus Bremen, haben dort einen großen Plattenladen mit Schwerpunkt Metal, Hardrock, Progressive und so weiter und haben den Laden seit gut 30 Jahren und sind hier in Wacken seit gut 25 Jahren. Ununterbrochen, fast immer ungefähr in der Nähe dieses Platzes hier, in der Nähe Lauder Stage. Ja, sehr cool. Ihr habt auch eine große Auswahl, ihr habt eine Menge Vinyl mitgebracht, eine Menge CDs, natürlich auch zu den Bands, die halt an diesen ganzen Tagen hier spielen. Was ist denn das größte Holy Grail, was ihr heute mit habt, was ein bisschen, ich sag mal, teurer ist und was ist so die Platte, die ihr am meisten verkauft? Oh, das geht ganz breit. Die Leute kaufen, wo sie Bock drauf haben und hier sind Zehntausende, die in alle Richtungen kaufen. Aktuell
ich glaube Future Palace, Newcomer, die ein, zwei Sachen schon raus haben, aber das ist das heiße Ding im Moment. Und das läuft und die letzten Jahre Kanonenfieber brennt. Das sind die Highlights. Okay, cool. Wollen wir uns einmal die Platten angucken, die du da, was jetzt deine Highlights sind, dass du uns die einmal zeigst? Das ist ein schöner Trick, aber Highlights kann man nicht zeigen, wenn man sie verkauft hat. Die sind alle weg, aber Future Palace haben wir. Sehr gut. Kommt mal mit. So, das ist die Future Palace. Die werden wir nachher noch besuchen bei Meet and Greet. Wir werden die Produkte noch mal mitnehmen. Es wird noch eine Jute-Tasche dazu geben. Und die werden, glaube ich, richtig fett werden noch. Ja, das hört sich sehr gut an. Wir werden jetzt ein bisschen durch dein Zelt gehen und das Ganze mal angucken, ein bisschen filmen, was ihr hier alles so habt, damit die Leute einen Eindruck bekommen, was hier so auf den Festivals immer von euch präsentiert wird. Und ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du mir ganz kurz uns die Zeit gegeben hast, dass wir einmal hier durchs Zelt gucken dürfen und wünsche euch viel Spaß hier noch auf dem Wacken und natürlich gute Geschäfte. Werden wir haben. Euch auch. Tschüss. Ja, ihr habt es gesehen, das Interview, und jetzt gehen wir mal in das Zelt rein. Sorry, wenn es ab und zu ein bisschen flackert, da waren LED-Lampen drin, die leider dem iPhone immer so ein bisschen Probleme machen. Ich habe dann stellenweise nochmal mit meinem anderen Handy gefilmt, was nicht so eine LED-Probleme hat. Und kann sein, dass wir jetzt einige Sachen doppelt sehen. Auf jeden Fall seht ihr, es gab Boxsets im Vinylbereich, es gab Boxsets im CD-Bereich, eine relativ große Auswahl. Es war einiges dabei, jetzt nicht so richtig was, wo ich Feuer und Flamme für bin, das hat ja nichts zu heißen. Ich habe einen sehr, ich sag mal, speziellen, begrenzten Musikgeschmack. Ich bin ja nicht ganz so weit gefächert bei Bands, aber ihr seht schon, da war Slayer, Hell Awaits und sowas, dann Cradle of Filth. Also es ist schon echt eine gute Auswahl gewesen. Und dann seht ihr hier die Kiss-Scheiben, die da waren. Ja, sind jetzt so die Standardalben. Habe ich natürlich mittlerweile alle. Aber trotzdem, selbst wenn man Bock hat auf Kiss, hätte man da was gefunden. Und ja, ihr seht, massenhaft Material ist damit. Hinten seht ihr die Kartons, dann seht ihr hier die ganzen Scheiben. Ich bin natürlich jetzt nicht Kiste für Kiste hier für euch durchgegangen. Aber man sieht einfach, dass da massenhaft unterwegs ist. Da zum Beispiel Rammstein und einiges an Bands zur Verfügung, was man so braucht. Also für jeden was dabei, wenn er Bock hat, auch auf dem Festival zu shoppen. Ich habe das Zelt ja letztes Mal übersehen auf dem letzten Festival, weil es wirklich so weit ein bisschen abseits steht, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Diesmal gab es aber dieses Müller-Vinyl-Teil nicht, dieser kleine Wagen. Müller war sowieso nicht da mit ihrer Filiale. Also demnach ist das natürlich ein bisschen, oh sorry, hier sehe ich gerade, habe ich Kopf übergedreht, die Aufnahme. Ihr seht, da ist Machine Head. Ich zeige es gerade mal so, ich habe es gerade nicht gemerkt, dass ich es hätte drehen müssen. Aber Any Given Day, eines auch so der Highlights, was ich da noch gesehen habe. Das Arch Enemy Booklet habe ich immer noch nicht von dem neuen Album, auch sehr geil. Dann Sepultura natürlich mit dabei. Da ist einiges zu bekommen. Dann hier Thunder Mother, gab es irgendwelche Special-Geschichten und Blindbacks und all so ein Kram. LPs für 15 €, alles mögliche. CDs in Hülle und Fülle. Also wirklich, es war genug Auswahl da. Also CDs fast mehr als Vinyl, muss man sagen. War auf jeden Fall ein Besuch wert. Und jeder, der Bock hat, also wie Volker sagt, die sind auf verschiedenen Festivals immer unterwegs. Der kann sich darauf einstellen, dass man vielleicht die Platte, die man, wenn man irgendwo da die Chance hat, bei so einem Meet and Greet sich anzustellen, manche Bands machen das ja, dann kann man sich da vielleicht ein Autogramm abholen, was ja auch sehr geil ist. Oder auf eine CD oder was auch immer. Das, was man halt begehrt. Ich bin natürlich nun sehr Vinyl fixiert, aber das hat ja nicht zu heißen. Ihr habt hier so einen kleinen Rundumblick über das Zelt. Also ich muss sagen, das war schon eine riesige Auswahl. Ja, CDs 5 €. Ja, sorry, wenn es auch ein bisschen ruckelt ab und zu. Manchmal, das war auch so warm. Ich weiß nicht, ob da auch die Technik immer so richtig mitgemacht hat und manchmal war es dann ein bisschen sehr ruckelig, die Aufnahmen. Das ist dann auch das andere Handy jetzt, was ein bisschen merkwürdiger läuft. Da seht ihr Halloween zum Beispiel.
Nuclear Blast, Iron Savior, viel Stuff. Und ja, ich hoffe, ihr habt dann so einen kleinen Eindruck bekommen, was man da bekommt in diesem Zelt von Hotshot Records. Von mir nochmal vielen Dank an Volker und ja, seine Crew, die mich da herzlich empfangen haben. Und ja, das Ding war auch irgendwie absurd hier. Keine Ahnung, was ich da eigentlich genau gesehen habe, aber schon lustig. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Grüße gehen raus und ich bin ja, sehr angetan gewesen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal nach Bremen und kann mir den Laden mal angucken. Würde mich auch extrem interessieren. Bremen ist ja jetzt auch nicht allzu weit von mir entfernt. Muss man zwar ein bisschen länger fahren, aber ja, da seht ihr auch unterteilt spielende Bands. Da waren alle Sachen aufgebaut für Vinyl und für CDs von den Bands, die gespielt haben auf dem Festival, um da auch noch schneller zu finden, was man sucht. Fand ich auch sehr gut gemacht. Ja, überall hingen halt so ein bisschen Plakate von Bands. Und das war schon sehr cool. Ja, die nächsten Videos kommen nächste Woche. Hier nochmal, da habe ich dann doppelt gefilmt. Sorry, das seht ihr jetzt nochmal. Ist das mit einer anderen Handy-Geschichte aufgenommen. Aber ihr seht schon die KISS-Platten. Und damit bin ich durch. Also lasst einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar da. Keep on rockin'. Tschüss.